Vielleicht hast du es noch nicht gewusst, aber es gibt in Deutschland tatsächlich die Besteuerung nach Staatsangehörigkeit. Du hast richtig gehört. Das ist nicht nur eine Sache, die es in den USA gibt, sondern die gibt es auch in Deutschland. Und zwar immer dann, wenn du ins Ausland umziehst. Dann haben wir nämlich Dinge wie die Erbschaftssteuer, die Schenkungssteuer und die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Sie alle hängen von der Staatsbürgerschaft ab. Wenn du also deutscher Staatsbürger bist und du ziehst ins Ausland um, dann bist du zum Beispiel noch 5 bis 10 Jahre in Deutschland unbeschränkt Erbschaft und Schenkungssteuerpflichtig. 10 Jahre immer dann, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst, 5 Jahre in allen anderen Fällen. Was heißt das also konkret hinsichtlich der Erbschaftssteuer? Nun, angenommen, du ziehst ins Ausland um, sagen wir mal zum Beispiel nach Dubai, und dann hast du einen Verwandten in den USA, der stirbt und hinterlässt dir in den USA ein Haus. Dann fällt ja in den USA keine Erbschaftssteuer an, denn du weißt ja, dass die Erbschaftssteuerfreibeträge dort unendlich hoch sind. In Dubai fällt natürlich auch keine Erbschaftssteuer an, aber hier hast du die Rechnung ohne den Wert gemacht, denn in Deutschland würde da noch Erbschaftssteuer anfallen, obwohl du seit 5 Jahren nicht mehr in Deutschland wohnst, obwohl der Erblasser nicht in Deutschland wohnt, obwohl das vererbte Objekt nicht in Deutschland ist. Du bist im Falle von Dubai noch 10 Jahre voll in Deutschland unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig. Mit der Schenkungssteuer verhält es sich genauso. Also mal angenommen, das gleiche Beispiel, du verlässt Deutschland, du ziehst nach Dubai um, du gründest dort eine Firma, machst diese Firma sehr erfolgreich. Nach 5 Jahren ist die Firma 5 Millionen wert. Du lernst in Dubai eine Frau aus Dubai kennen, heiratest die in Dubai, lebst für dir in Dubai. Ihr entscheidet euch gemeinsam, eine Familienholding zu gründen und du bringst dieses Unternehmen, was 5 Millionen wert ist, in diese Holding mit ein. Dann hast du deiner Frau 2,5 Millionen geschenkt, wenn die Firma 5 Millionen wert ist. Hier wird deutsche Schenkungssteuer fällig, obwohl weder du, deine Frau noch die Firma irgendeinen Bezug zu Deutschland hat. Allein die Tatsache, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft hattest, als du in Deutschland gelebt hast, vor deinem Wegzug, reicht aus, dass du noch für 10 Jahre in Deutschland schenkungssteuerpflichtig bist, und zwar unbeschränkt. Nun, da sagt sich der eine oder andere natürlich, naja, die können mich mal, ich werde mir nun einfach eine andere Staatsbürgerschaft besorgen. Da gibt es ja hier schöne Angebote in der Karibik, kannst du ja einiges hier dir kaufen, zum Teil auch schon für relativ überschaubare Beträge, also 100.000, 200.000 Euro oder so, kannst du einfach sagen, okay, ich erwerbe jetzt eine solche Staatsbürgerschaft. Wenn du einfach diese ausländische Nicht-EU-Staatsbürgerschaft erwirbst, ohne in Deutschland die Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit zu beantragen, dann verfällt deine deutsche Staatsangehörigkeit und du bist eben danach dann Bürger von St. Lucia oder von irgendeinem anderen Land, wo du diese Staatsbürgerschaft gekauft hast. So, nun möchtest du also sagen, ich wohne jetzt seit 5 Jahren in Dubai, kaufe mir diese Staatsbürgerschaft und dann können mich die Deutschen mal, was diese unbeschränkte Erbschaft und Schenkungs- und erweitert beschränkte Steuerpflicht betrifft, die ja eigentlich noch weitere 5 Jahre gelten würde. Aber dadurch, dass ich jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft abgebe, würde ich ja dort hinauskommen. Nein, leider ist es nicht so und es ist ein großer Fehler, wenn du deswegen die deutsche Staatsbürgerschaft aufgibst, denn du würdest dir auch damit diese Steuern nicht bezahlen. Warum? Ich habe es vorhin kurz angesprochen. Es zählt der Zeitpunkt, zu dem du Deutschland verlassen hast und die Jahre davor. Weil du vor dem Wegzug ins Ausland so und so viele Jahre in Deutschland gelebt hast als deutscher Staatsbürger, deswegen fällst du unter die unbeschränkte Erbschafts-, Schenkungssteuerpflicht und möglicherweise weiter beschränkte Steuerpflicht. Da hilft es dir leider nicht, die Staatsbürgerschaft aufzugeben. Wenn du dir hier also Hoffnungen machst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Du kannst diesen Steuern leider nicht entkommen. Du kannst höchstens vielleicht in irgendeiner Weise sinnvoll planen, dass du hier in Deutschland nicht betroffen bist steuerlich. Es gibt natürlich die Freibeträge, die stehen dir auch zu, wenn du im Ausland lebst. Zum Beispiel bei Kindern 400.000 Euro bei der Schenkungssteuer alle 10 Jahre oder eben bei der Erbschaftssteuer. Hier musst du also mit operieren. Andere Möglichkeiten hast du leider nicht. Ja, es ist wahr, der deutsche Staat ist hier brutal,
Aber wie gesagt, auch dadurch, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft ablegst, kommst du leider nicht um die Steuer herum. Wenn du ins Ausland umziehst und diese Fragen der Staatsbürgerschaft, der Erbschaftssteuer, der Schenkungssteuer und so weiter dich beschäftigen und du hierzu steuerliche Beratung benötigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Den Link dazu poste ich hier in die Beschreibung mit hinein. Wir helfen seit vielen Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen und sich steuerlich optimal aufzustellen. Wir haben Steuerberater und Rechtsanwälte in sehr vielen Ländern und können hier mit dir zusammen dein Vorhaben im Ausland steueroptimiert und legal und rechtssicher umsetzen. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen und wir sehen uns dann demnächst im Beratungsgespräch. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.